Am Rande des Pantanalfeuchtgebiets in Mato Grosso, Brasilien, liegt ein altes Holzhaus, eingebettet unter einem Blätterdach aus feuchten, grünen Bäumen. Ein Mann namens Matteo lebt allein in einem kleinen Garten, wo er sich täglich um Blumen kümmert, Zäune repariert und die Ruhe genießt. Sein Leben verläuft in gemächlichem Tempo, nur das Rauschen des fließenden Wassers aus dem Kanal in der Nähe seines Hauses und der Gesang der Vögel im Wald jeden Morgen prägen seinen Alltag. Der Tag war trübe nach einer regnerischen Nacht, der Boden war noch nass, in der Luft lag der Geruch von verrottendem Gras vermischt mit Schlamm. Matteo bereitete gerade heißen Tee zu, als plötzlich ein schwacher, klagender Schrei aus dem Garten hinter dem Haus ertönte. Der Schrei, der wie das verzweifelte Miauen eines Kätzchens klang, hallte durch den Wind und ließ Matteo in der stillen Küche wie angewurzelt stehen bleiben. Er öffnete die Tür und ging auf die Veranda hinaus, um besser zu hören, aber das Geräusch wurde leiser und verstummte schließlich. Mit einem mulmigen Gefühl griff er nach seiner Taschenlampe und ging hinaus auf den Weg, der zum Garten hinter dem Haus führte. Der nächtliche Regen hatte das hohe Gras durchnässt, und jeder Schritt, den er tat, verursachte ein raschelndes Geräusch. Matteo ging langsam, um die Quelle dieses seltsamen Geräusches nicht zu verpassen. Er leuchtete mit seiner Lampe entlang des alten Zauns, durch Büsche und lange unberührte Gegenstände. Am Ende des Gartens steht ein rostiges Fass, in dem sich oft Regenwasser und verrottetes Laub ansammeln. Der Gestank von dort wehte mit dem Wind herüber und ließ ihn leicht die Stirn runzeln. Matteo bückte sich, legte seine Hände auf den Rand der Kiste und kippte sie vorsichtig zur Seite. Ein winziger, nasser Körper glitt aus dem dicken, schwarzen Wasser. Zuerst dachte Matteo, es sei nur der Körper einer armen Katze, die vor langer Zeit gestorben war. Als der Lichtstrahl der Taschenlampe näher heranging, erkannte er, dass das Muster auf ihrem Fell seltsam war, ganz anders als bei einer Hauskatze. Runde, dunkle Rosetten, die unter dem Schlamm sichtbar sind, zeugen von tiefem Waldleben. Matteo war so fassungslos, dass er einen Moment lang vergaß zu atmen. Er legte 2 Finger auf seinen Bauch und bemerkte, dass seine Atmung zwar sehr schwach, aber noch vorhanden war. Ein Gefühl von Panik und Dringlichkeit stieg in ihm auf. Es lebt. Oh mein Gott, es lebt, flüsterte er. Ohne weiter nachzudenken, hob er das kleine Wesen auf, wobei das schlammige Wasser an seinem Hemd heruntertropfte und es durchnässte. Es war schmerzlich leicht, als hinge das Leben an einem dünnen Faden. Matteo drehte sich um und rannte nach Hause, fest entschlossen, sie um jeden Preis zu retten. Er setzte das Tier in die Spüle und drehte das warme Wasser auf, um es nicht zu schockieren. Der schwarze Schlamm schmolz langsam dahin und gab das Fell des Leopardenjungen mit seinen atemberaubend schönen Mustern frei. Matteo war fassungslos, als er erkannte, dass es sich weder um eine Katze noch um eines der anderen Haustiere im Haus handelte. Er benutzte ein weiches Handtuch, um jeden einzelnen Körperteil sanft abzuwischen. Das Junge blieb bewusstlos, aber sein Brustkorb hob und senkte sich gelegentlich. Matteo wickelte es in ein dickes Handtuch und hielt es eng an seinen Körper, um ihm Wärme zu spenden. Er hörte ein ganz schwaches Atmen, aber es gab noch Hoffnung. In seinem Herzen stieg ein starkes, unerklärliches Verantwortungsgefühl auf. Matteo zog seinen Mantel an, wickelte das Junge sorgfältig ein und machte sich bereit, in die Stadt zu fahren. Er rannte in den Nieselregen hinaus und machte sich auf den Weg zum nächstgelegenen Tierarzt in der Stadt Pucone. Tierärztin Dr. Helena und ihr Assistent Raphael waren beide verblüfft, als Matteo das Tier auf den Untersuchungstisch legte. »Das ist ein Leopardenjunges, wahrscheinlich ein paar Wochen alt«, sagte Helena leise, ihre Augen voller Anspannung. Matteo spürte einen Schauer über den Rücken laufen, denn er hätte nie gedacht, dass er einmal ein seltenes Wildtier berühren würde. Helena bereitete sofort ein kleines Sauerstoffgerät vor und setzte dem Leoparden eine Maske über die Nase. Raphael leistete Kreislaufunterstützung und überprüfte die Patienten auf Anzeichen von Unterkühlung. Sie wischten das Schmutzwasser vom Fell ab und stellten es unter eine Wärmelampe.
Niemand im Raum sprach laut, als ob man Angst hätte, das schwache Wesen zu erschrecken. Matteo stand neben ihr, seine Hände zitterten noch immer leicht vor Angst. Helena sah ihn an und sagte, es besteht eine Chance. Wir werden unser Bestes geben. Matteo nickte leicht, sein Herz krampfte sich vor schwacher Hoffnung zusammen. Nach etwa 30 Minuten zitterten die Augenlider des Leoparden leicht. Helena beugte sich vor und flüsterte leise, als spräche sie mit einem Neugeborenen. Der Leopard öffnete die Augen, seine goldbraunen Augen müde, aber immer noch funkelnd. Es versuchte sich zu bewegen und stieß dabei einen leisen, schwachen, aber lebenswichtigen Atemzug aus. Helena fütterte es vorsichtig Tropfen für Tropfen mit einer kleinen Spritze mit Milch. Der Leopard trank langsam, aber stetig und ohne zu verweigern. Matteo und Raphael lächelten beide erleichtert, als ob ihnen eine große Last von den Schultern genommen worden wäre. Der ganze Raum war plötzlich von der Wärme der Wiederbelebung erfüllt. Kurz darauf trafen 2 Ranger der Pantanalschutzstation ein, um die Lage zu überprüfen. Sie hörten Matteo zu, wie er die ganze Geschichte erzählte, vom Moment, als er den Schrei hörte, bis er den Leoparden hereinbrachte. Förster bestätigten, dass eine Leopardenmutter im nahegelegenen Wald gesichtet worden war. Sie vermuten, dass das Junge beim nächtlichen Suchen nach seiner Mutter in eine Regentonne geraten sein könnte. Der Ranger erklärte, dass der Leopard zur Station zurückgebracht werden müsse, um angemessen versorgt zu werden. Matteo blickte das Junge an, etwas zögernd, aber wissend, dass es das Beste war. Der Leopard wurde in einen kleinen Käfig gesetzt, der mit weichen, warmen Handtüchern ausgelegt war. Alle nahmen unter Tränen Abschied. In der Rangerstation wurde der Leopard in einen großen, mit weichem Stroh ausgelegten Käfig gebracht und sein Gesundheitszustand stündlich überwacht. Die Pfleger füttern es mit einer speziell für junge Wildtiere entwickelten Nahrung. Es wurde ein Gruppentreffen abgehalten, um die Richtung der Suche nach der Leopardenmutter im Pantanalwald festzulegen. Sie verglichen die Karte und notierten die Stellen, an denen vor dem Regen Fußspuren zu sehen waren. Jede Entscheidung birgt die Hoffnung, die Familie des Jungtiers wieder zu vereinen. 2 Ranger wurden mit der Durchführung dieser Sondermission beauftragt. Am nächsten Morgen bereiteten sie den Käfig vor und traten ihre Reise an. Die beiden Ranger gingen tief in den Wald hinein, etwa 5 Kilometer von Matteos Haus entfernt, wo der Wald noch wild und ruhig war. Sie standen aus der Ferne und sahen eine Leopardenmutter und ein Leopardenjunges, die sich in der Nähe eines großen Baumes ausruhten. Sie stellten den Käfig auf den Boden und öffneten die Tür vorsichtig, ohne dabei laute Geräusche zu machen. Das Junge trat heraus und blickte sich einige Sekunden lang verwirrt um. Die Leopardenmutter hört das Geräusch, dreht sich um und stößt einen charakteristischen tiefen Ruf nach ihrem Jungen aus. Das Leopardenbaby rannte zu seiner Mutter, legte seinen Kopf an ihre Brust, und dann rieben sich die 3 in heiliger mütterlicher Liebe aneinander. Die beiden Ranger standen schweigend da, lächelten, drehten sich dann um und gingen weg, sodass die Familie ihre Geschichte aus dem Wald fortsetzen konnte.